6. Januar 2015. Da steht. Ich weiß ja nicht, ob du es schon bemerkt hast, aber da steht Kerzen. Um ein Glas, in dem grüne Siffe ist. Und da liegt direkt drin. Was ist los, Flo? Hast du schlecht geträumt? Hast du was genommen? Hast du einen Schlag auf den Kopf gekriegt? Ich habe deine liebenswürdige Art wirklich vermisst. Ich versuche hier... Nein, komm schon, aber das ist echt lustig. Oh, Flo, du hast ja sogar einen schönen Stress von da gemacht. Kannst du das bitte wieder hinstellen? Das ist echt süß. Das ist echt komm. süß. Ja, komm, ist Der ist auch echt schön ist in gezeichnet. Ordnung. So, ja, bla, setz dich hin und hör zu, ja? Wer waren die anderen, mit denen du dann da warst? Du meinst im Heidenloch? Ja. Meine Freunde. Kati, Mowgli und Julia. Es war echt ein wunderschöner Tag. Also es war auch super Wetter. Wie wir da hochgewandert sind. Mhm. Und jetzt warte. Was ist das jetzt? Hast du schon mal Geschichten vom schwarzen Mann gehört? Hat man vielleicht Angst gehabt vor irgendeinem Kinderfresser, weswegen du unbedingt brav ins Bett gehen musst, deine Hausaufgaben zu erledigen hast und deinen Eltern keinen Widerspruch leisten sollst? Der schwarze Mann, wirklich? Ja. Das Ding, weißt du noch? Ja, Ne? richtig. Ja, hat uns zumindest einigen Ärger erspart die letzte Zeit. Ja, das ist wahr. Zum nächsten kommen. Der Ring hier drin. Ne? Du meinst den Plunder von der Isotante? Nein, komm schon, aber ich habe in letzter Zeit so wenig Grund zum Lachen. Wie geht's dir damit? Und dass sie uns die ganze Zeit hinterherlaufen und das, sind sie dir wichtig oder? Was heißt das? So viel zum Thema. Zu viel Einbildungskraft. Der Ring hier. Was? Der brennt! Was ist denn das? Das Wasser da drin oder wie? Scheiße. Nein, das ist ganz... Okay, das ist nicht normales Wasser, aber das Wasser ist nicht wärmer als sonst. Oder sie gehen zumindest mir mega auf den Sack. Weil sie hier einbrechen, weil sie mich verfolgen, weil sie uns einfach in Lebensgefahr bringen. Und ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße und ich habe keinen Bock mehr auf diese Typen. Scheint der Ring ja irgendwas zu können, ne? Ja? Wenn du... Immer noch so lustig? Okay, Ja. bitte? Figur meistens im Kontext auftritt mit Kinder, seid brav, der böse Mann, wie auch immer, irgendwelche Schreckgestalten erfunden werden, die aber eigentlich auf einer sehr langen historischen Tradition beruhen. Findet man in der ganzen europäischen Geschichte. Wir haben immer wieder, keine Ahnung, nehmen wir zum Beispiel den Butzemann oder wo der dazu da ist, Leute, die nicht Spuren zu bestrafen und deswegen durch Angst in ihre Schranken zu weisen. Das ist doch einfach nicht wahr. Das ist eigentlich... So ein völliger beschissener Bullshit. Das Ding hier. Das... weitergeführt. Okay. Ja, ich war produktiv, wie gesagt. Ist eine Ableitung von dem Siegel, was wir da gefunden haben, was da funktioniert. Also es ist im Endeffekt eine Vereinfachung. Aber du hast das aus dem Internet. Ja. Ich kann das nicht machen. Keine Ahnung, wo Mowgli und Julia momentan sind. Ich weiß nicht, was mit ihnen los ist. Und mein Gedankengang war, hey, wenn das Ding funktioniert, ist die Chance ja nicht schlecht, dass das auch funktionieren kann. Okay. Ja? Aber wir wissen das nicht. Nein, wir wissen das nicht. Es gibt ja leider keinen Ratgeber für die Art Probleme, die wir haben. Egal. Aber im Endeffekt läuft es immer wieder auf dieselben Gestalten heraus, die irgendeine Form von Angst personifizieren. Du hast doch gesehen, was das letzte Mal passiert ist, als ich versucht habe, so wegzuekeln, ne?
Das hat überhaupt nichts gemacht. Das hat eigentlich Ja, noch schlimmer okay, gemacht. aber dann müsste man vielleicht noch mal ein bisschen was anderes probieren. Wann er entstanden ist, warum er entstanden ist, wozu. Ich meine, wir haben Geschichten, die sich im Prinzip von der Existenz eines Alchemisten, der dort unten irgendwelche zweifelhaften und zwielichtigen Getränke zusammengebraut hat, bis hin zu Geschichten von Geistern, die aus diesem Loch entschlüpft sind und vielleicht vor ungefähr 100 Jahren massenweise Menschen ermordet haben. Ich weiß, oder das einzige Gesicht, an das ich mich so halbwegs klar erinnern kann, das ist das von Kathi. Und Kathi ist jetzt tot. Anfangen hier ein Bein zu brechen oder was? Ja, keine Ahnung, wäre eine Möglichkeit. Es ist wichtig, dass sie das glauben wird, was ich jetzt sagen. Alles andere, was vorher gewesen ist total verschwommen. Ich kann mich an mein Leben davor nicht erinnern. Ich kann mich an die wichtigsten Personen aus meinem Leben irgendwie nicht mehr erinnern. Das Einzige, was ich habe, sind diese Fotos. Also wenn wir jetzt noch anfangen zu glauben, dass wir einfach davon weglaufen können, wenn wir die Augen zumachen, dann sind wir richtig bescheuert. Ich meine, ich will nicht mehr weglaufen, bis die Scheiße aufhört. Und wir wissen nicht, wie dieser Ring wirkt, aber wenn er wirkt, dann müssen wir das rausfinden. Wir retten können. Und ja, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir nicht einfach nur von der Einbildungskraft von ein paar kranken, verängstigten Menschen reden, sondern von einem Phänomen, das breitflächig einfach Menschen heimsucht. Ja, ich würde sagen, wir sollten langsam aufhören, daran zu glauben, dass wir einfach nur paranoid sind. Ich würde sagen, wir sollten aufhören, daran zu glauben, dass Menschen einfach nur irgendwie Angst vor der Dunkelheit haben, sondern dass es vielleicht irgendeinen Grund hat. Und ja, das können wir zurückverfolgen. Du spuckst Blut. Ja, das kommt. Kannst du mich... Setz dich hin. Fuck! Hattest du irgendwelche Anfälle in letzter Zeit? Nichts groß. Du hast nichts großartig, bis auf die Tatsache, dass du jetzt über und geschmiert bist mit Blut. Du weißt, was das heißt. Scheiße. Fuck. Nein, Wie geht's dir? Ist dir schwindelig? Es hat angefangen, als wir losgehen wollten, oder? Es ist schon in Ordnung, wirklich. Halt die Klappe, okay? Halt einfach die Klappe. Nein. Nein. Die Klappe. Halt die Klappe. Mir fallen viele Dinge nicht ein. Oder und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so eine ganz gute Sache ist, dass mir viele Sachen nicht einfallen. Freunde. Das heißt, im Endeffekt solltest du eigentlich auch dafür sorgen, dass die aufhören, uns die ganze Zeit dazwischen zu funken und alles kompliziert zu machen. Ja, gerne, dann sag mir doch einfach mal, was ich machen soll, ja? Weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich an dieser Stelle noch... Hast du das? Sind deine Freunde hier zu Besuch? Klar, ist einmal ernsthaft. Ich bin mal wieder allein mit der ganzen Chose. Flo, du kannst doch nicht raus. Und du kannst dich so ganz ehrlich nicht irgendeinem von diesen Mistkerlen stellen. Wenn du jetzt schon am Ende bist. Von diesen blöden Energiepunkten ist ja nicht weit von mir. Ich gehe hin. Ich schaue, ob überhaupt irgendwas passiert. Und dann wissen wir wenigstens, ob wir mit diesem Ring weiterkommen oder ob wir damit nur unsere Zeit vergeuden. Das ist wichtig. Nein, es geht nicht. Ich gehe allein. Das ist Kampf und Nein, wir müssen das rausfinden. Hey, komm schon. Wenn eine Chance besteht, dann müssen wir sie nutzen. Okay. Und das mache ich jetzt. Okay. Aber Ja. wenn das, sobald du merkst, dass das nicht funktioniert, hau ab, geh da raus. Ich will da nicht nochmal reinrutschen. Glaub mir. Keine Kerzen dabei umschmeißen, wenn ich weg bin. Bleib wieder da. Ja, witzig. Ja. Du hast deine Jacke vergessen. Ja.
Ist das dein Gehstock? Oh, ich kann nicht mal laufen. Sieht so aus, als ob ich einen Gehstock bräuchte. Ja, sehe ich aus, als bräuchte ich einen. Naja, er liegt in deiner Wohnung. Also ich meine ja nur. Ja, bessere Frage, wie kommt der hierher? Warte. Naja, es ist niemand hier drin, die Türen sind zu. Das Ding ist heil. Fenster sind zu. Du meinst, es hätte eine Botschaft von der dunklen Seite sein können. Naja, ich weiß nicht, wo du wohnst, aber bei mir fallen normalerweise einfach Stöcke in den Hausflur. Das ist eigentlich echt creepy, wenn man sich das mal überlegt. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung, sieht aus wie ein Wanderstock. Ja. Hast du vielleicht die geheimen Fantasien, demnächst wandern gehen zu wollen und die Fähigkeit, deine geheimen Wünsche zu materialisieren? Ach so, ja, sorry. Hab ich das vergessen, als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben? Das ist meine Superkraft. Ich kann mir Stöcke aus dem Arsch ziehen. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Das ist Nein, aber ganz ehrlich, fuck. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich kann sie nicht aufgeben. Das ist doch so lächerlich. Ich habe Angst davor. Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Ich habe keine Ahnung, wie diese verfickte Schnitt von meinen Haarrücken gekommen ist. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen blauen Flecken hergekommen sind. Wo der ganze Dreck und ich will das nicht wissen. Ich werde es einfach dabei beruhen lassen. Und das hier quasi als finalen Tagebucheintrag betrachten und das Ganze dann auf sich beruhen lassen.